Überleben optional. Söders Wochenbericht vom 8. bis zum 14. Dezember 2025. Chaos um einen LKW und erste Retourkutschen. Hallo, hallo? Ist das Ding an? Einsatzzentrale, bitte komm. Hier ist Söder Staneva, auch bekannt als das ersetzbare Crewmitglied Nummer 371. Ihr wisst schon, ich bin wie die Salbe, die oft bestialisch stinkt, aber trotzdem wirkt. Tja, und diese Woche, die war, sagen wir mal, so. Wenn du dachtest, die letzte Woche wäre schon unübersichtlich gewesen, dann hat Czernarus diese Woche höflich gelächelt und ist dir anschließend mit einem LKW ins Gesicht gefahren. Mehrfach. Aus verschiedenen Richtungen. Aber fangen wir vorne an, denn ich führe euch wie immer auf meine charmante Art durch die zweite Woche voller Verhandlungen, harter Kämpfe, Enttäuschung und manchmal auch etwas Menschlichkeit. Also schnappt euch eine Pipsi oder was davon übrig ist, lehnt euch zurück und hört gut zu. Vorgeplänkel. Bevor wir überhaupt über diese Woche sprechen, muss ich kurz zurückspringen. Und zwar nochmal zum Sonntag, den 7.12. Eigentlich wollte ich darüber nicht reden, weil ich dachte, es sei nicht wichtig. Aber das Schicksal hat offenbar andere Pläne. Also am Sonntag traf ich Samuel. Ja, den von den Chicks. Den, mit dem ich Novo mal verteidigt habe. Den der notorische Bösewicht Chuck vor einiger Zeit mal in den Käfig gesteckt hat, weil er die Blutgruppe 0 negativ hatte. Den ich da rausgeholt habe. Ja, und auch der Samuel, der mich aus den Händen des Kirchenclowns befreit hat. Also kurz, der Samuel, der letzte Season immer mal wieder am Camp war und da die eine oder andere Ausrüstung abgegriffen hat. Ach ja, und der mit mir von der BDU, der Better Days Unit, geschwärmt hat. Eben der Samuel. Nichts Großes, kein Drama, kein Streit oder so. Ja, wir redeten. Und irgendwann, als wir auf dem Weg nach Tschernogorsk zum Krankenhaus waren und nachdem Nico trotz Datewunsch einfach an mir vorbeigefahren ist im Auto, sagte Samuel ganz beiläufig, dass er jetzt mit Patrick und der Gruppe im Westen unterwegs sei. So ein Satz, der erstmal harmlos klang. So ein Satz, den man einfach weglächelte. So ein Satz, der einem erst später wie ein schlecht platzierter Splitter unter die Haut fuhr. Jetzt war er also bei KYS oder KYS. Zumindest hatten sie sich lange so genannt. Keep yourself safe. Klang ganz nett. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was diese Gruppe im Westen wirklich so trieb und bereits letzte Season getrieben hatte. Ja, Herz hat es mal wieder geahnt, auch schon damals. Aber irgendwie waren wir damals alle blind und Herz wollte niemanden vor den Kopf stoßen. Jay und die Chicks am allerwenigsten. Tja, und im Moment, da wusste ich nur, mir gefiel das Gefühl nicht. Aber ich merkte es mir, still und mit wachsamem Unbehagen. Montag, der 8.12.2025. Verhandlungen und ein Camp mit Ambitionen. Montag, Svetlojas, du verdammtes Höllenloch. Diese Woche wieder ein streng geheimes Geheimtreffen, verschiedene Gruppen, Verhandlungen, Serverpolitik nannte Herz das, Absprachen. Natürlich darf ich wieder nicht sagen, wer es war. Ich würde auch gar nicht auf die Idee kommen, Namen zu nennen. Aber Herz war dort, ich nicht. Herz sah Dinge, Herz hörte Dinge, Herz merkte, wenn sich Orte veränderten. Und Svetlojansk hatte sich verändert. Gut, das konnte man auch nicht übersehen. Das Camp dort wurde größer, zugebaut, zahlreiche Unterstände, Strukturen, nicht mehr improvisiert, sondern geplant. Herz fragte sich, ob das mit den Verhandlungen zusammenhing. Ich fragte mich das nicht. Ich nahm das einfach so als gegeben hin. Ach ja, und Last Hope wurde gut angenommen. Aber leider wurde Basti dort in der Nacht erschossen, beim Militärposten. Sniper vermutlich. Ich habe sein Zeug gesichert. Hat aber etwas gedauert, denn der Schütze war alles andere als dumm. Der wusste scheinbar genau, dass noch jemand in der Nähe war. Und so hat es wirklich über eine Stunde gedauert, bis ich mich zu Bastis Leiche vorgearbeitet hatte. Aber am Ende konnte ich seine Sachen mitnehmen. Hat nichts Nennenswertes gefehlt, glaube ich. Dem Typen ging es einzig ums Töten. Tja, und Basti wurde dann später beim Militärlager nochmals getötet. Wieder der gleiche Schütze? Oder eine Sprengfalle? Er war sich unsicher. Aber ich habe wieder sein Zeug gerettet und auf dem Rückweg fand Basti dann tatsächlich noch einen weißen Ader, den er sich flott machte. Glück muss der Mensch haben. In der Nacht gab es dann einen Angriff von KYS auf den Hühnerstall, wie ich ihn liebevoll nenne, also das Hauptquartier der Chicks in Action. Es war chaotisch und laut, aber es war wohl nur einer von KYS und am Ende spawnte er in Svetlojansk wieder, klaute sich Berts Olga und wollte fliehen. Aber Jay war ihm auf der Spur und in einem Manöver, das der alten Fast and Furious-Reihe Ehre gemacht hätte, brachte sie ihn zum Stehen. Herz brachte das Junior Chick, oder sagt man da lieber Küken? Naja, egal. Jedenfalls brachte sie Leonie zum Hühnerstall zurück. Und Locke kam mit, brachte den Chicks noch eine Hühnchenflagge, aber verpasste die ganze Action. Naja, wie immer halt. Danach war es ruhig. Dienstag, 9.12.2025. Camp Gucci und Action, die eskalierte. Der Tag begann erstmal mit einer Schreckensmeldung. Zwar war ein Raid abgewehrt worden, aber trotzdem war noch jemand in der Nacht bei den Chicks eingebrochen und hatte 4 Autos gestohlen.
Wieder KYS oder vielleicht doch eher die Hütchen? Der Raum war voller Spekulationen. Und auch der arme Basti war geradet worden im Westen. Vermutlich steckte dort aber wirklich KYS dahinter, weil es halt regional einfach so gut reinpasste und Bastis in seiner kleinen persönlichen Story einfach so haben wollte. Naja, Herz traf sich morgens mit Jay, Bert und Ultra am Camp in Svetlojarsk, Berts neues Baby. Jay nannte es liebevoll das Camp Gucci, vermutlich weil so viele Kleidungsstücke dort in den Zelten lagen. Oder vielleicht auch, weil so viele Tallerhühner dort rumeierten. Keine Ahnung. Ultra passte jedenfalls etwas aufs Camp auf. Dann sah Herz einen Fremden mit Waffe im Busch etwas nördlich hocken, direkt neben einem Bambi. Ultra wollte pflichtbewusst zur Tat schreiten, aber Herz setzte sich für den Fremden ein. Man rief ihm zu, er solle die Waffe wegstecken und der tat es dann auch. Es stellte sich heraus, dass er und sein Freund neu waren. Max und Peter nannten sie sich. Peter hatte Herz am Tag davor auch schon bei der Polizeistation gesehen und mit Ikea gemeinsam begrüßt. Er sprach zwar nicht, aber war eines dieser Chat-Bambis. Naja, am Ende ließ man sich ziehen. Kala J geriet wohl irgendwo mit KYS aneinander. Mit wem genau? Keine Ahnung, aber die waren irgendwie neuerdings überall. Wird mich nicht wundern, wenn die auch beim Anschlag auf die Tanke und Basti ihre Fingerchen im Spiel hatten. Selina traf am Camp auf Deko, der mal bei KYS gewesen war, dann bei den Chicks und nun? Keine Ahnung. Er fragte nach einem Taxi, aber leider hatten wir gerade kein Fahrzeug fahrbereit. Er sagte aber, dass er Herz kannte. Klar tat er das. Sie erinnerte sich auch nur zu gut an ihn, aber mit einem nachdenklichen Blick, der mal wieder sagte, ich weiß mehr, als ich sagen kann. Manchmal würde ich mir wünschen, dass sie endlich Klartext redet. Naja, dann zog ein nicht näher bezeichnetes Individuum, das mal wieder nach Action suchte, los, um noch mehr Action zu finden. Ich sagte ihm, er solle mal bei der Tanke schauen. Da hatte wohl jemand die ganze Nacht Langeweile gehabt und abgecampt. Naja, der Typ beherzigte den Rat. Aber er kam gar nicht erst bis zur Tankstelle, denn vorher traf er auf 3 nicht freundlich gesonnene Überlebende mit Refuge-Armbinden und eine Basis. Spoiler, waren wir nicht, trotz der Armbinden. Das Ende vom Lied, Basis geradet, 4 feindliche Gegner tot. Mann, Mann, Mann. War wohl die Basis von KYS oder wie die sich jetzt nennen. Nach den Aussagen des Typen waren die nicht sonderlich gut befestigt, trotz einer kranken Anzahl an Nägeln und Kisten. Karma nenne ich das. Hätten die mal statt auf Bambis am Camp zu schießen oder Tankstellen abzucampen oder andere Basen zu überfallen, vor der eigenen Haustür gefegt oder zumindest mal gebaut. Und ja, sorry, ich bin halt maximal angepisst. Vor allem, dass der gute Samuel da irgendwie die ganze Zeit mit drin hing. Und dass er damals beim Überfall auf Herz Bescheid gewusst haben soll. Leute, ich komme drauf einfach nicht klar. Janarus, manchmal ist dein Gesicht einfach nur hässlich. Der Kerl soll mir nochmal unter die Augen treten. Klar, man schießt nicht auf Kameraden, sagt Pinky auch immer. Aber der Schmusekurs ist auf alle Fälle vorbei. Und wenn ich mit dem fertig bin, ist eine verdammte Topfpflanze sein geringstes Problem. Selina und Herz brachten nur noch 2 Schleifsteine zu Gravedigger nach Nischneue. Der gehörte nun zur Beresino Union und arbeitete eifrig weiter an seinem Camp und seinem Rasthof. Einen Schleifstein sollte er später Rio geben, damit wir eine Refuge-Fahne bekamen. Abends dann in Prigorodki, Camp, Stille und gelbe Armbinden. Währenddessen war Herz in der Nähe und sie beobachtete 2 Gestalten mit gelber Armbinde. Eine am Camp, wie sie mit Dorian kommunizierte. Naja, keiner der beiden redete. Der andere der beiden Armbinden hockte auf dem alten Liebesnest und scopte auf das Camp. Präsenz. Aber kein Schuss, keine Eskalation, stattdessen eher nur ein Scherz. Ein Autozelt wurde oben auf dem Liebesnest platziert. Dann verschwanden sie wieder. Greenie meldete sich dann wie auf magische Weise über Funk bei Herz. Sie war nicht begeistert, Abstand und so. Aber er erklärte, dass sie sich nicht mehr Bananen nannten und die gelbe Armbinde abgelegt hatten. Die in Gelb waren nun die Renegade-Bananen, Zeberion und Losel. Hatten Greenie zuvor am Tag auch schon erschossen. Herz fragte, wie sie denn seine Gruppe nun nennen sollte. Als keine klare Antwort kam, sagte sie scherzhaft, wie wär's mit Greenie Gang? Tja, und Greenie, der war geschmeichelt, fand das eine super Idee. Aber der Name blieb noch offen. Ach ja, und Greenie stellte auch klar, das Zelt am ersten Tag, das wollte er gar nicht klauen. Er wollte es nur zum Camp tragen. Klar. Ich glaube, der fand Dorians Reaktion irgendwie überzogen. Naja, wer fremde Armbinden trägt und sich aneignet, muss mit Reaktionen rechnen. Ist immer so. Am Ende wurde Basti wieder Opfer im Militärlager und ratet mal, wer wieder seine Sachen gesichert hat. Ja, ich. Aber hey, am Ende hat er sich ein paar seiner geraubten Sachen aus der KYS-Basis wieder zurückgeholt, inklusive einer Armbrust, für die er so schwärmte. Die Raider der Basis hatten übrigens mit Anstand gehandelt und nicht viel mitgenommen. Und die Leichen einfach zerschnitten. Klingt jetzt zwar grausam, aber so konnte KYS die Sachen potenziell einfach wieder aufheben und sich neu aufbauen. Naja, Fairness bei einem Raid. Gentleman Raid. Selten, aber geht wohl.
Mittwoch, der 10.12.2025, der LKW-Vorfall. Ich will kurz über meine DMR sprechen. STLK sagte, das sei eine Waffe für absolute Killer. Und ich stimme ihm zu. Ich streichel sie, ich kuschel mit ihr und wir haben Verständnis füreinander. Kein Wunder also, dass ich mit den Augen rollte, als der Beresino Unionist Bit Wanted mich fragte, ob ich meine DMR eintauschen würde. Hallo, was geht bei dir, Junge? Ich frag dich doch auch nicht, ob du dein Frauele eintauschen willst. Dann Riffy. Jay wurde von Yannick erschossen, im fahrenden LKW. Locke wird jetzt sagen, ein leckerer Kill. Yannick überlegte wohl kurz zuvor noch, ob er überhaupt schießen sollte. Dann schoss er. Typischer Yannick-Move. Color J und Ultra holten zusammen mit Locke Jay ab und versuchten, den LKW zu sichern. Zunächst hatte er nur 2 platte Reifen, dann waren es plötzlich 4. Und dann tauchte noch eine weitere Gruppe auf. Vielleicht auch noch eine dritte. Die Lage war konfus. Es wurde geschossen. Viel. Weiße Armbinden, pinke Armbinden, grüne Armbinden, schwarze Armbinden und Bambis. Niemand wusste, wer war. Kirche? Misha? Ikea? Beresino Union? Andere? Antwort? Ja. Später schaute Herz nach dem LKW. Er war nicht mehr da. Weg. Einfach weg. Vermutlich zerschossen. Es gab dann auch noch einen bewaffneten Konflikt zwischen Ikea und der Greenie Gang, die wir ab jetzt die Silberfische nennen sollen. Klein, gemein und tauchen immer auf, wenn du es am wenigsten erwartest. Tja, und Dackels heißgeliebter Ada Renator, der wurde während des Gefechts geklaut. Das wird noch Folgen haben. Aber trotzdem begegneten sich die Parteien hinterher erstaunlich respektvoll. Man glaubt es kaum. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Jungs Spaß dran hatten. Okay, also Greenies Leute sind jetzt die Silberfische und Zeberion und Losel sind nun die Renegade-Bananen mit gelben Armbinden. Alles klar? Der gute Basti wollte nach Tischina ins Community-Dorf, zu Tom Cable. Er wurde in Abwesenheit zum Bürgermeister gewählt. Die Beresino Union bot einen Humvee an, den sie bei Selenogorsk wieder flott gemacht hatten. Im Tausch gegen NVGs oder gegen einen Adder. Herz wusste, wem dieses Fahrzeug eigentlich gehörte und sie überlegte, ob man es nicht zurückgeben sollte. Herz halt. Donnerstag, der 11.12.2025. Wahrheit, Weihnachten und ein Autotausch. Die Beresino Union meldete sich. Sie waren die dritte Partei beim LKW-Fight gewesen. Es gab wohl doch keine 4. Teilweise waren sie mit weißen Armbinden unterwegs. Warum? Unklar. Der LKW war aber endgültig zerstört. Die Gruppe sortierte sich neu, aber das Misstrauen blieb. Auf dem Weg in den Norden fand ich einen blauen, frisch gespawnten Ada, borgte von Selina freundlicherweise einen Reifen und eine Batterie und machte das Auto wieder flott. Ich nahm die Beresino Unionisten zurück nach Beresino und dort tauschten sie dann den Ada gegen den Humvee. Was will ein Herz mit so einem Ding? Fragt mich nicht. Auf dem Heimweg nahm ich noch Jay mit und brachte sie wieder nach Novo. Dort dann der erste Weihnachtsmann-Absturz. Überall tote Rentiere, tonnenweise Fleisch, willkommen in der Weihnachtszeit. Ab jetzt gibt's Weihnachtsbäume, Geschenke, Sprengstoff, Schlittenabstürze. Generous ist nochmal um eine Ecke verrückter geworden. Von wegen stille Nacht, heilige Nacht. Ich fuhr mit dem Auto voll Rentierfleisch nach Prigorodki zurück. Es wurde gebraten. Gemeinsam mit der Beresino Union. Altes Geheimrezept. Ruhe, Gespräche und Davos kam vorbei, brachte eine Feldflasche. Spenden fürs Camp. In Beresino fand Herz pinke Armbinden. Unangenehme Erinnerung an die Kirche bzw. ihren militanten Arm. Ich denke da besser nicht mehr dran, aber wehe, wenn die mir noch einmal zu nahe kommen, dann setzt's was. Tja, und dann Schützen, die auf Autos schossen an der Küste. Man kennt es ja. Man musste also vorsichtig sein. Und ganz oben bei Novo fand ich abschließend noch einen roten Saka direkt im Wald. Einfach so abgestellt. Keine Räder, keine Zündkerze, keine Batterie. Tank fast zerstört, aber es hat wohl der letzte entscheidende Schuss gefehlt. Tja, also alles reparabel. Jay setzte ihn instand. Und Herz? Die liebäugelte mal wieder mit dem Ding. Rote Sakas haben bei ihr Tradition. Freitag, 12.12.2025. Wundbrand, Raider und neue Gesichter. Freitag brachte dann noch mehr Neuigkeiten. Da war zuerst Wundbrand Tom, wie ich ihn liebevoll nannte. Irina, ja, das stille Mäuschen ist auch wieder zurück, hat ihn am Camp Gucci aufgegabelt, um das sich der gute Bert inzwischen wie Mutter Teresa kümmert. Oder eher Vater Bert. Naja, mal sehen. Tom war verletzt, angeschlagen. Herz meinte per Ferndiagnose, Wundbrand, mindestens Stufe 3,5, es eilt. Und sie gab einen Notruf auf an die Chicks und die Beresino Union, ob man nicht Antibiotika ran schaffen könne. Denn laut Irina war das Camp Gucci leer. Am Ende brachte Jay Antibiotika und auch die Beresino Boys brachten Spenden vorbei. Nach einer Stunde Todeskampf war Tom wieder stabil und gesellte sich zu uns in den Funkkanal. Yannick nahm ihn mit in den Süden. Parallel dazu der Raider bei der Beresino Union, direkt vor der Haustür. Unangekündigt, natürlich. Ungefragt, logisch. Und wie immer mit der stillen Annahme, dass das Chaos schon irgendwie auf seiner Seite stehen würde. Tat es nicht. Zumindest nicht lange.
Er verkroch sich sogar in einem Dixie-Klo, kein Witz, und wurde dort von einigen Schüssen regelrecht durchsiebt. Am Ende stellte sich raus, er war es vermutlich gewesen, der zuvor das Camp Gucci geplündert hatte. So viel Antibiotika, wie der bei sich hatte, das glaubt ihr nicht. Dann tauchte Schankmeister in Prigorodki auf. Mit Präsenz, mit Worten, mit genau diesem Tonfall, bei dem man merkt, der Mann ist nicht zufällig hier. Und der ist auch nicht nur wegen der Aussicht gekommen. Er sei friendly und wolle helfen. Und als hätte der Tag beschlossen, noch ein bisschen alte Geschichte nachzulegen, kehrte Marcel zurück. Der Partyboy mit dem Bettkontakt und Yannick. Ist eine alte Geschichte, vertraut. Aber irgendwie war er auch fehl am Platz, denn wir wussten nur zu gut, dass auch er und seine Leute letzte Season ordentlich Krawall gemacht hatten in und um die Camps. Also alles wie immer. Später am Camp dann 3 Hütchen. Echt jetzt. Nicht, weil ich nicht zählen kann, es waren wirklich 3. Die 2 Bekannten, Sam Snook, also Mike und Mr. Jumbos, sowie ein Bambis namens Flater oder Flutter, keine Ahnung. Sie kamen in einem schwarzen Gunther. Und als ich fragte, was mit der Olga war, lachten sie. Okay, sie hatten wohl ein neues Auto. Aber etwas daran kam mir bekannt vor. Ich wusste nur noch nicht was. Sie statteten den neuen aus und fuhren weiter. Ach ja, und das Mysterium um ihr Herkunftsland ist geklärt. Nicht Finnland, wie sie im Spaß behaupteten, sie kommen aus der Slowakei. Das ist ja mal eine Wende. Jemmet hatte noch einen Zwischenfall mit Zombies, aber ich konnte ihn mit ein bisschen Blut versorgen. Sonst blieb alles ruhig. Hat ja auch gereicht für einen Tag. Samstag, 13.12.2025. Bambis Wünsche und ein Gentleman Raid. Dorian traf 2 Bambis am Camp. Kaum Kleidung, Kälte. Er machte Feuer, zeigte ihnen, wie man überlebte. Herz traf später Wolffahrer. Er bedankte sich fürs Camp, sagte, er würde seine 2 Jungs einführen und dass sein Kollege sie vorher schon versorgt hatte. Dann zogen sie weiter. In Prigorodki fehlte die Feuerkiste und Selina, die hatte eine Mission, streng geheim. Sie packte ihr Auto im Camp und wartete. Worauf? Keine Ahnung. Abends dann Weihnachtssingen mit Herz im anderen Tschernaus. Herz genoss es. Zeit für sich, Zeit für Gemeinschaft. Sie wünschte sich vom Weihnachtsmann 3 Partyzelte für Aschenbrödel, ich meine natürlich Tischina, und der Weihnachtsmann erfüllte es. Ach ja, und dann erfuhr ich noch von einem Raid von Ikea an den Silberfischen. Mit Ankündigung, stellt euch das mal vor. Leider war nur Mora da zum Verteidigen, aber es soll ein guter Kampf gewesen sein. Die Innenausstatter hatten sich jedenfalls Renato zurückgeholt. Und Dacke, der war happy. Wer auch happy war, war Black Lion. Der bekam nämlich von Weihnachtsmann eine AUG AX. Freude pur. Sonntag, 14.12.2025. Die Ruhe danach. Camp Gucci wuchs. Jay half, heilte, vermittelte. Mutter Jay Razor, ich sag's euch. Aber Black Beauty, ihr schwarzer Gunther, blieb verschwunden und mir dämmerte da langsam etwas. Wundbrand Tom meldete sich und sagte, er sei bei Severograd erschossen worden und er habe ziemlich viel Bluttestkits dabei gehabt. Oh Mann. In Prigorodki lag Fett im Zelt, das wir schnell entsorgten. Eiserne Regel, kein Fett am Camp. Könnte Mensch sein. Auch der Gravedigger meldete Menschenfleisch vor der Tür seines Camps. Klingt verdächtig nach den Kirchenheinis. Wundbrand Tom fand in Prigorodki später unsere Kiste wieder. Jemand hatte sie beim Angelteich aufgestellt und ein paar Sachen reingetan sowie Beete angelegt. Keine Ahnung wer. Vielleicht die Jungs von dem Wolffahrer. Vermutlich. Dann noch Gruppenfoto mit Herz von Ikea, bei dem Yannick sich opferte und anschließend Beresino Union vor der Kamera. Tja, und Jemmet, Black Lion und Pinky holten Kleidung für die Camps. Auch der Schankwirt half und versuchte sich nun als Jäger und Sammler für Prigorodki zu verdingen, wie er sagte. Alles in allem, man redete, man plante und man wusste, das hier war kein Ende. Fazit? Und das, meine Damen und Herren, Bambis, Silberfische, Renegade Bananen, Möbelhausbesitzer, Hühnerbande, Verhandler, Beobachter und alle, die gerade überlegen, welche Armbinde sie morgen wohl anziehen, das war diese Woche. Eine Woche voller vorsichtiger Annäherungen, Chaos, Schutzwechsel verlorener Fahrzeuge, unbenannter Gruppen, kaputter LKW, reparierter Hoffnungen, Weihnachtsbäume mit Sprengstoff und Entscheidungen, die man später gerne auf jemand anderen schieben würde. Herz hat getan, was sie immer tut. Gebaut, vermittelt, geholfen und versucht aus all dem hier sowas wie eine Gemeinschaft zu formen. Und ich habe mal wieder zugehört, beobachtet, mir gemerkt, wer wann wie geschwiegen hat und wer plötzlich sehr viel zu sagen hatte. Mit hochgezogener Augenbraue, mit trockenem Kommentar und mit einem Funkgerät, das mehr Gerüchte überträgt als klare Antworten. Ich bin Söder Staneva, ersetzbares Crewmitglied Nummer 371 und ich melde mich ab. Wenn ihr mich sucht, ich bin irgendwo da draußen zwischen Annäherung und Retourkutsche mit meiner DMR und meiner Geduld. Die eine ist manchmal präzise, die andere ist immer begrenzt. Nummer 371. Ende.